Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit den Laservideos und zwar zum Thema Metallgravieren. Da habe ich einerseits eine kleine Hundemarke, die ich gravieren werde, und dann werden wir aber auch gleich das Rotationstool verwenden, damit ich das mal austesten kann und da einen Metallbecher gravieren werde. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Das erste Projekt ist eine Hundemarke und da habe ich Toffee eingefügt, das ist der Name des Hundes, und hier eine Tatze. Beides habe ich auch schon auf Engrave gesetzt. Hier bei der Tatze, ich weiß noch nicht genau, wie groß das sein wird. Hier werde ich das so machen, dass ich einerseits den Laser einschalte und die Marke da schon reinlege. Dann mache ich einen Refresh, damit ich das sehe, und lege das Tag erstmal in die Mitte, damit er die Höhe messen kann. Und wenn ich das dann gemacht habe, lege ich das oben nahe zur Kamera, mache hier nochmal einen Refresh und so kann ich das Ganze dann auch sauber platzieren. Und genau das mache ich jetzt kurz. Und ihr seht jetzt hier auf dem Bild auch, dass ich das Tag quasi von der Seite so ein bisschen seitlich sehe. Also es ist ein bisschen verzerrt. Das ist genau die Schwierigkeit. Jetzt mache ich hier kurz ein Auto-Measure. Das hat es schon gemacht. Und jetzt gehe ich hin und werde das nach oben verschieben. Vielleicht auch noch zum Aufbau. Ich habe die Wabe unten reingemacht in den Aufbau und dann die Metallplatte von unten wieder hochgelegt, also in das normale Bett reingelegt. Und jetzt seht ihr auch schon, dass ich das Tag mehr von oben sehe, also es nicht mehr verzerrt ist. Und so kann ich jetzt mein Element da raufschieben und ich gehe hier noch ein bisschen rein. Und jetzt kann ich das eben auch sauberer platzieren. Das Toffee habe ich auf Engrave gesetzt und auch die Pfote. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier reinpasst von der Größe her, dass das dann auch funktioniert. Ich wollte diese Pfote hier oben in diesem Bogen drin haben, damit ich das da schön platzieren kann. Und die Pfote sollte auch auf Engrave sein, das ist genauso. Jetzt ist es natürlich kein Basaholz, sondern hier dieser Silver Bone Dog Tag. Dicke habe ich, Race nehme ich Nein und ich habe die automatischen Werte genommen und dann kann ich eigentlich schon auf Process gehen. Ich kann hier mit dem Framing noch kurz gucken, ob das dann auch wirklich am richtigen Ort liegen wird. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich eigentlich schon loslegen. Der hat mir das jetzt leider verschoben. Ich musste hier kurz abbrechen. Ich habe das Tag mit Malerkrepp unten auf dem Boden festgemacht. Natürlich da, wo es nicht graviert, und so sollte das jetzt funktionieren. Er hatte mir gesagt, dass er 3 Minuten braucht, um das zu lasern. Das waren jetzt tatsächlich 4 Minuten, aber das ist so eine kleine Diskrepanz. Also ich würde sagen, der Fehler, der am Anfang drin war, von wegen, dass er immer gesagt hat, es dauert 1 Minute, der ist raus. Und ja, also bis jetzt waren die Zeitangaben ziemlich akkurat. Und ich sehe auch schon, dass das Resultat absolut super geworden ist. Dann kann ich das hier auch schon öffnen und den Tag rausnehmen. Und jetzt seht ihr auch schon, wie gut das Resultat geworden ist. Also sowas bekommt ihr mit dem Plotter definitiv nicht hin. Es ist wirklich super geworden. Und das war auch schon das erste Projekt und es ist wirklich super schnell, sowas zu machen. Für das zweite Projekt, das wird eine Metallflasche sein, habe ich hier auch schon mein Monogramm erstellt mit meinem Namen drin. Die Schriftarten, die schreibe ich euch unten dann in die Videobeschreibung rein, damit ihr die auch findet.
Das ist eine von Dafont, um diese Monogramme zu erstellen. Und für das Tina gucke ich hier kurz, das ist Copiplate. Und die Größe habe ich quasi so festgelegt, dass also so wie ich dachte, das passt wunderbar auf die Flasche drauf. Jetzt zeige ich aber euch noch kurz, wie man dieses Rotary Tool zusammensetzt und dann muss ich das in den Laser reinmachen. Beim Rotary Tool, da habt ihr verschiedene Aggregatzustände quasi. Und zwar, einerseits habt ihr hier das Roller Rotary und das werde ich auch mit der Flasche verwenden, die ich heute lasern werde. Das heißt, wenn ihr einen Gegenstand habt, der wunderbar eben auch ringsherum keine Hindernisse hat und der auf diesen Rollen hier entlang rollen kann, plus ihr habt dann auch hier noch so eine Station, die eine zusätzliche Unterstützung hat, wenn das nicht komplett eben ist, dann könnt ihr das hier anheben. Das ist eine super Sache. Dann habt ihr das Jug Rotary, das sind solche Klemmen, wo ihr etwas einklemmen könnt, weil wenn ich versuchen würde, so eine Porzellantasse zu gravieren, dann wäre ja der Henkel, der würde hier nicht sauber durchrollen, ne? Und deshalb haben wir diese Krallen quasi, wo man dann was reinmachen kann und das so rotieren lassen kann. Das ist der zweite Zustand. Der dritte Zustand ist dieses Sphere Rotary, wo ihr so Metallstangen habt, die in Kombination mit dem Element hier, wo ihr so wie einen Saugnapf habt, runde Sachen einklemmen könnt. Wie zum Beispiel hier mit einer Weihnachtskugel. Und das vierte, ihr könnt diese Stäbe, könnt ihr dann auch anders positionieren, so dass ihr sogar einen Ring außenrum lasern könnt. Ne? Das geht eben alles mit dem Rotary Tool. Ihr habt hier wunderbar auch eine Beschreibung dazu, wie man das Ganze aufbaut, aber ich wollte euch kurz das zeigen für das, was ich es heute verwende. Und zwar werde ich das hier verwenden. Jetzt, wie wisst ihr, wo ihr das positionieren sollt? Ne? Der bleibt immer, aber den kann man verschieben. Und um das zu überprüfen, habt ihr so ein Maßband mit dabei. Dann könnt ihr das hier schön straff ziehen, ringsherum. Und dann seht ihr, dass ich hier im roten Bereich drin lande. Oder steht auch C drauf. Ne? Also ich weiß hier, ich muss beim C landen. Wenn es jetzt anders wäre, dann habt ihr hier hinten, ist es mit einer Schraube festgemacht. Da habt ihr auch solche Schraubenzieher, der kleinere ist es. Dann könnt ihr das hier aufschrauben, die Schraube rausnehmen. So, jetzt haben wir es. Und dann könnt ihr an dem Ganzen ein bisschen ziehen und das dann an einer anderen Stelle positionieren. Ne? Hier zum Beispiel. Und ihr müsst einfach wenn das rauskommt, müsst ihr einfach gucken, innen drin hat es ein Gummiband quasi und da müsst ihr natürlich zwischen den beiden Seiten liegen. Wo haben wir dann sowas noch? So sieht es aus und da müsst ihr dann einfach gucken, dass die Stange eben hier drin ist. Ne? Das ist hier drin gespannt. Und dann, wenn ihr das auf die richtige Position gebracht habt, könnt ihr hier die Schraube auch wieder anziehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich will euch das Ganze ja auf der C-Position zeigen. So kann ich das wieder festschrauben. So, dass das jetzt für meine Flasche richtig liegt. Jetzt kommt dieses zweite Element zum Einsatz, weil, wenn ich das jetzt drauflege, das hier so ein bisschen weiter vorne, und ich hier die Wasserwaage drauf lege, bin ich jetzt in der Mitte. Bei mir zu Hause war es nicht so, da war das irgendwie schräg. Das heißt, stellt euch jetzt kurz vor, dass das schräg ist. Dann könnt ihr hier dieses Element drunter legen. Ich lege quasi den Flaschenhals hier auf diese Rollen drauf. Und dadurch, dass ich hier oben drehe, kommt das weiter hoch. Ne? Das verändert sich dadurch in der Position. Und dann könnt ihr die Flasche so hinlegen, eben wie es passt. Gucken, liegt die im Wasser oder nicht. Und
entsprechend dann hier drehen, bis das wirklich schön ausgemittet ist. Bei mir steht es jetzt hier auf dem Tisch, aber das würde natürlich im Laser drinne stehen, ne? Und ich gucke da jeweils drauf, dass wenn ich von der Seite reingucke, dass das hier, diese Oberfläche, gleich ist wie das ursprüngliche Bett, also der Boden vom Laser, ne? Bevor ich den Aufsatz drauf gemacht habe. Dann wisst ihr auch ungefähr, wo ihr die Farbe oder das Metall, die Metallplatte reinmachen müsst, dass das dann auch auf der richtigen Ebene liegt. Und dann habt ihr hier einfach einen Anschluss, den ihr hinten durch die Öffnung durchmacht und dann auch hinten im Laser einsteckt, ne? Und erschreckt nicht, ich hatte wirklich das Gefühl, das dreht sich nicht, weil ich sehe ja durch die Seite oben, habe ich die Beschriftung gesehen und ich hatte das Gefühl, das bewegt sich gar nicht. Aber das tut es tatsächlich. Und so kommt das Ganze eben in den Laser rein. Vom Aufbau her mache ich die Metallscheibe ganz unten und dann habe ich die Wabe auf die zweitunterste Stufe eingestellt. So, jetzt sehe ich nämlich auch schon, wo die Flasche liegt und kann mein Motiv entsprechend ausrichten. Moment, ich muss das hier noch kurz ändern auf Laser Cylindrical. So, jetzt haben wir es besser, ne? Dann kann ich das Motiv wieder drehen und die Flasche wird sich so drehen, dass es hier vom X-Tool, seht ihr das Logo hier, das wird nach links, also in die Richtung wird sich die Flasche drehen. Jetzt verschiebe ich diese gelbe Linie noch in die Mitte der Flasche und ihr seht auch die schön horizontal. Also die Flasche liegt wirklich horizontal im Bett drin und dann kann ich mein Motiv an den Start von dieser gelben Linie da einfügen. Und natürlich auch gucken, dass es mittig von der Flasche her ist, ne? Weil der wird hier anfangen zu lasern bei dieser Linie und dadurch, dass sich dann die Flasche dreht, dann wird es einfach hier entlang langsam gelasert. Zumindest hoffe ich das. Ich habe jetzt hier mal das Metall Business Card Holder ausgewählt, weil ich dachte, das ist in etwa dasselbe Material. Dann habe ich Roller, ich habe auf Engrave gesetzt, Power mal 50, Speed 30, Pass 1. Und ja, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und ich sage jetzt einfach mal, mutig wie ich bin, Process. Der sagt mir jetzt hier 66 Minuten. Das ist mir ein bisschen zu lang. Ich gehe da nochmal zurück und mache es ein bisschen kleiner, schön dezent klein, ne? Dann können wir das so testen. So, der sagt jetzt 24 Minuten, das passt. Und ich mache noch kurz ein Framing, damit ich wirklich sehe, ob das an der richtigen Stelle auf der Flasche ist. Das passt so und dann kann ich eigentlich schon starten. Ich musste hier noch kurz was umstellen, weil das mit dem Business Card Holder, das hat nicht funktioniert. Da ist gar nichts passiert. Ich habe jetzt diesen Silberanhänger genommen und damit hat es wirklich wunderbar funktioniert und der lasert es jetzt auch. Also da müsst ihr jeweils ein bisschen austesten, ne, was die richtigen Einstellungen sind. Bei Sachen, wo ihr nicht die Standardsachen oder die Sachen aus der Box von Xtool nehmt, wo ihr Voreinstellungen habt, da müsst ihr halt so ein bisschen testen, was am besten funktioniert und dann kriegt man mit der Zeit auch ein gutes Gespür für. Der hat jetzt tatsächlich auch 10 Minuten weniger lang gebraucht, also das ging tatsächlich schneller. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass sich das Ganze nicht dreht, ne? Das ist eine Flasche von Ikea, ich sehe unten das Logo und ich hatte das Gefühl, da bewegt sich überhaupt nichts. Aber wenn man dann ein bisschen eine Weile dabei steht, dann merkt man, dass sich das Ganze doch schon bewegt. Jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Und so sieht die Flasche aus. Ich finde es wirklich, ich finde es Hammer. Also, und man spürt auch nichts, ne? Also das geht dann auch nicht wieder weg. Ich weiß, das Bild ist ja wahrscheinlich für euch jetzt gerade nicht so gut, aber ich werde euch das gleich noch ein bisschen bei besserem Licht zeigen. Aber hier, ne, in 20 Minuten ein Monogramm auf eine Flasche gelasert, finde ich schon sehr cool.
Jetzt, damit ihr die Resultate ein bisschen besser seht, zeige ich die euch nochmal. Das hier ist die Toffee. Das ist ein ganz anderes Ergebnis, als wenn ich irgendwie versuche, das mit dem Plotter zu gravieren, ne? Also ich finde das Ergebnis absolut Hammer. Und dann mit dem Rotary Tool eben die Wasserflasche. Und auch das Ergebnis ist super geworden. Ich habe es ein bisschen kleiner gemacht als ursprünglich geplant, weil ich einfach, das hatte, als ich das so groß hatte, hat es gesagt, dass er 66 Minuten braucht. Wollte ich nicht, von dem her habe ich es ein bisschen kleiner gemacht und da waren wir, glaube ich, schlussendlich bei den Invest zwischen 20 und 30. Ja, also von dem her durchaus eine gute Zeit, damit ihr da dann wirklich so ein tolles Ergebnis bekommt. Und das Schöne ist halt einfach, na, man kann das jetzt waschen und das kommt nicht wieder runter. Also das ist durchaus eine extrem coole Sache. Das waren die Sachen, die ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben wie ihr was Flaches lasern könnt aus Metall und dann eben auch eine Flasche aus Metall, wie ihr die mit dem Rotary Tool lasern könnt. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und dass euch das Video eben auch gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!